Hey, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Heute baue ich ja mal nichts, sondern ich beantworte eure Fragen und ich möchte jetzt gar nicht mehr weiterreden, sondern wir fangen direkt an. Und jeder, der mir eine Frage gestellt hat, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut bei denen auf jeden Fall mal vorbei. Und die erste Frage kommt von Timus Live. Wie alt bist du? Ich bin 16. Dann fragen J. Stracke Woodworking, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, da Hobbyholzwerker und Simon. Holzwerken. Wie bin ich zum Handwerk oder zum Holzwerken gekommen? Also zum Handwerk bin ich halt durch meine Eltern gekommen, die haben immer schon gerne Sachen selber gebaut und da habe ich halt immer ein bisschen mitgewerkelt. Aber so richtig aktiv, wie ich das jetzt hier mache, ist es erst vor 3 Jahren geworden. Da hatte ich noch eine kleinere Werkstatt als diese hier. Und da war nichts drin, da hatte ich noch keine Maschinen, nur eine Säge und einen Akkuschrauber. Und da habe ich noch nicht ganz so viel gearbeitet. Und dann habe ich aber den Kanal Let's Bastel kennengelernt und wollte das Gleiche machen wie er. Und dann habe ich mir zu Weihnachten, das war dann Weihnachten 2017, habe ich mir die Kappsäge gewünscht. Die habe ich dann bekommen. Und mit der war das dann deutlich einfacher, die Sachen zu schneiden. Und es hat mir dann auch mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich vom Let's Bastel die Videos weitergeguckt und habe gesehen, dass der eine Tischkreissäge hat und wollte die natürlich auch. Haben wir uns nach der Tischkreissäge umgeguckt, die wurde aber für den Raum zu klein und so haben wir uns für den Raum hier entschieden. Und seit 2017 oder seit 2018 dann irgendwo, Sommer 2018 oder so, baue ich jetzt hier an der Werkstatt. Und die ganze Werkstatt habe ich mit meinem Papa zusammen aufgebaut, der hat mir da super viel geholfen, der arbeitet auch ganz viel. Und seine Zeit ist aber nicht mehr so wie früher, wo wir angefangen haben, dass er mir jeden Tag helfen konnte. Und deswegen stehe ich jetzt meistens hier nur noch alleine drinnen. Das macht mir aber auch super viel Spaß. So, die nächste Frage kommt von Leons Holzgarage. Bist du zufrieden mit deiner Standbohrmaschine? So, jetzt kommt kurz Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt und das ist meine eigene Meinung, die ich zu dieser Bohrmaschine habe. Ich habe die Einhell TEBD 750E Standbohrmaschine und ich habe die jetzt seit genau einem Jahr und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der. Also wie gesagt, das ist unbezahlte Werbung. Ich zeige euch jetzt nur ein paar Sachen an der Standbohrmaschine und das ist wirklich meine eigene Meinung. Ich habe bei der Standbohrmaschine überhaupt kein Spiel hier am Bohrfutter, also das ist wirklich spielfrei. Ihr habt eine stufenlose Drehzahlregelung. Das heißt, an dem Schalter könnt ihr die Drehzahl einstellen, so wie ihr es braucht. Und hier vorne auf dem Display seht ihr das Ganze dann. Das ist sehr, sehr gut. Ihr könnt die Tiefe einstellen und die ist auch wirklich genau die Tiefe. Also die passt auch. Und einen super großen Bohrtisch. Was mir jetzt an dem Bohrtisch aber nicht gefällt ist, den kann man drehen, obwohl da hinten fest ist. Also obwohl man hier richtig anzieht, die Schraube, kann man den trotzdem drehen. Das ist jetzt halt so, was mir nicht so gefällt, aber ansonsten super. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, ihr wisst, einfach mir schreiben. Und ihr bekommt auch wirklich was Gutes, also mal abgesehen jetzt von den Oberflächen, wie die geschliffen sind und so, das ist jetzt auch hier unten, ist jetzt nicht gerade, das ist einfach nur so mal schnell gemacht. Die ist aber wirklich schwer, also ich habe die nicht in den Tisch gebohrt, die steht hier einfach nur rum und wenn ich hier dran wackel, okay, wenn ich jetzt so wackel, wackelt sie natürlich, aber die steht auch wirklich und ist nicht irgendwie so ein kleines Plastik drum, was rumsteht. Die nächste Frage kommt von meinem Papa. Erstmal Gratulation, du machst das echt spitze. Vielen, vielen Dank, freut mich. Und jetzt zur Frage, welches Gerät oder Werkzeug wird deine nächste Anschaffung, beziehungsweise was fehlt dir, um noch effektiver zu werkeln? Gute Frage. Also von Werkzeugen brauche ich eigentlich jetzt gerade nichts, von Maschinen jetzt auch noch nicht, aber später dann unbedingt mal wäre eine Bandsäge cool und einen dicken Hobel, am besten noch mit Abrichte, damit ich auch einfach mal einen Schritt weiter gehen kann und mit Massivholz starten kann. Und man kann natürlich jetzt sagen, ich habe schon so viel, man braucht gar nichts mehr oder warum brauche ich das alles, ich kann auch mit viel weniger leben, ist völlig okay, jeder kann ja da seine eigene Meinung dazu haben. Aber es ist halt cool, wenn du alles da hast, weil dann brauchst du dir keine Sorgen machen, brauche ich das jetzt für das Projekt oder nicht, sondern ich habe es halt einfach da und kann sofort mit dem Projekt starten. Die nächste Frage kommt wieder von Timus Live. Warum hast du so eine krasse Werkstatt? Also erstmal danke, dass du meine Werkstatt cool findest und warum ich so eine krasse habe, keine Ahnung. Also ich finde, das ist halt ein bisschen Ansichtssache, wenn du jetzt zum Beispiel nur eine Werkstatt hast, die 2 Quadratmeter groß ist und dann meine siehst, findest du halt meine natürlich besser, weil die größer ist. Wenn ich mir jetzt andere Werkstätten angucke, die doppelt oder dreifach so groß sind wie meine, dann finde ich halt deren Werkstatt wieder krasser. Kommt natürlich auch drauf an, wie die es eingerichtet haben und so. Genau, aber ihr wisst ganz genau, ihr braucht nicht so eine Werkstatt,
sondern ihr könnt auch mit einer viel kleineren Werkstatt und viel, viel weniger Werkzeugen richtig coole Projekte bauen. Die nächste Frage kommt von Stefans Hobbygarten und von Nick Holzmensch. Was hast du beruflich vor, beziehungsweise was für eine Ausbildung möchtest du machen? Ich habe jetzt 2 Sachen im Kopf. Einmal Schreiner oder irgendwas in der IT-Branche. Was genau, weiß ich aber da noch nicht. Und bin jetzt 10. Klasse Realschule, also letztes Jahr. Und für nächstes Jahr dann, da würde Ausbildung dann anstehen, hätte ich eine Ausbildung als Schreiner geplant. Sofern halt alles gut läuft mit dem Ausbildungsplatz und so. Dann würde ich da eine Ausbildung zum Schreiner machen und schaue halt nach der Ausbildung, ob mir das dann immer noch so gut gefällt. Dann mache ich es vielleicht als Beruf oder schaue mir halt dann noch andere Berufe an, wie zum Beispiel halt irgendwas in der IT-Branche. Huber-Tobi fragt, kannst du mich mal grüßen? Na klar kann ich das. Grüße gehen raus, Tobi. Die nächste Frage kommt vom Limmer Sebastian. Warum hast du angefangen mit dem Kanal? Ich habe mit dem Kanal angefangen, weil ich gerne YouTube machen wollte. Und wenn ich jetzt hier in der Werkstatt stehe und irgendwas baue, dann bietet sich das ja ganz gut an. Da habe ich mir gedacht, nehme ich die Kamera einfach immer mit, wenn ich was baue und filme das ein bisschen und dann kann ich es euch zeigen. Ein weiterer Grund ist, dass ich einfach zeigen möchte, was ich so bauen kann und dass ich euch Tipps und Tricks mitgebe, weil vielleicht baue ich manche Projekte anders wie ein anderer und vielleicht ist dann auch meine Variante schlauer oder schlechter, man weiß es nicht. Genau. Passend zu der vorherigen Frage kommt jetzt die Frage von Holzlove Woodworking. Was sind deine Ziele mit YouTube? Ich habe jetzt aber noch die Frage vom jensblei38.ak.stift mit reingenommen. Die lautet, wo willst du hin? Oder besser gesagt, was sind deine Ziele? Was inspiriert dich? Also mein größtes Ziel ist es, dass ich euch einfach inspiriere, dass ich euch vielleicht sogar dazu bringe, irgendwie es nachzubauen oder sogar mit dem Handwerk anzufangen. Und ein anderes Ziel ist es, dass ich halt einfach größer werde, Reichweite gewinne und noch mehr von meiner Arbeit begeistern kann. Und die zweite Frage war ja noch, was inspiriert dich? Mich inspirieren alle Heimwerker, denn jeder baut tolle Sachen, jeder zeigt sein Talent. Und man kann da echt viel lernen, weil man sieht da auch einfach mal, was man alles aus Holz bauen kann. Aber mich inspirieren ja nicht nur die Heimwerker, sondern mich inspiriert eigentlich jeder, weil man kann von jedem was lernen. So, jetzt sind wir schon bei der vorletzten Frage und die kommt vom Lunnick. Schaust du gerne in den Spiegel und sagst dir einfach so, was bist du nicht für ein geiler Typ? Ja, ich schaue gerne in den Spiegel, denn ich finde mich so, wie ich bin, perfekt. So, da sind wir jetzt schon bei der letzten Frage und die kommt von Bastelschmiede. Gibt es schon Projekte, Pläne für 2021? Grüße. Liebe Grüße erstmal zurück und ja, es gibt schon Pläne. Einmal möchte ich 2021 wieder weiterbauen an meiner Werkstatt natürlich. Vielleicht schaffe ich sogar, sie fertig zu bauen. Also wir wissen ja alle, eine Werkstatt kann nie fertig werden, aber zumindest fast fertig in Anführungszeichen. Hier steht halt noch ganz viel an. Ich will noch viele French-Gliedhalter bauen, Schubladen vielleicht noch und so die eine oder die andere Sache halt. Genau, das ist halt so Werkstattplan, projektmäßig weiß ich noch gar nichts. Die ersten Projekte sind halt wie gesagt jetzt so French-Gliedhalter und so ein bisschen Werkstatt bauen. Zwischendurch habe ich noch kein Projekt im Kopf, aber da wird mir sicherlich was einfallen. Frühlingsprojekte gibt es dann da bestimmt wieder und dann irgendwas im Sommer. Also die Videos, die werden auf jeden Fall kein Ende nehmen. Wir haben hier viel zu tun und ich freue mich da schon auf 2021. So, das war's. Vielen, vielen Dank an all eure Fragen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich genauso. Und danke, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir sind jetzt bei so 125 Abonnenten. Das ist richtig cool, mich freut's riesig. Nächste Woche haben wir schon 2021. Deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, macht's gut, ciao.